Das hier sind die 3 größten Fehler, die du auf jeden Fall vermeiden solltest, wenn du dir eine neue Bluetooth-Box kaufen möchtest. Hi, hier ist Joshua von HiFi.de. Manchmal sieht man ein Angebot und schlägt dann einfach sofort zu. Damit es dann zu Hause aber kein böses Erwachen gibt, gibt es hier jetzt ein paar Tipps für vor dem Kauf. Für eine Box, die du überall mit hinnehmen willst, ist natürlich ein guter Akku wichtig. Auf den Herstellerseiten gibt es meistens eine Angabe zur Akkulaufzeit. Allerdings geht es da fast immer nur um die mittlere Lautstärke und mittlere Lautstärke ist natürlich sehr vage und wird von allen natürlich auch anders interpretiert. Voll aufgedreht mit viel Bass hält der Akku nur deutlich kürzer durch. Den Akku zu prüfen macht aber auch so Sinn, denn manche Bluetooth-Boxen besitzen einfach keinen Akku und brauchen immer eine Steckdose. Ein Beispiel hierfür ist die Marshall Warband 3. Die ist sonst eigentlich echt nice, aber ist dann vielleicht doch eher was fürs Wohnzimmer oder den Partykeller. Okay, deine auserwählte Box besitzt also einen Akku, aber das heißt trotzdem noch nicht, dass sie perfekt für unterwegs ist. Denn manchmal können Bluetooth-Boxen echt schwer sein, wie die JBL Boombox 3 zum Beispiel. Und ca. 7 Kilo hört sich dann zwar gut machbar an, aber hab mal die ganze Zeit 7 Liter Wasser in deinem Rucksack, wenn du irgendwo hinläufst. Ganz so entspannt ist das dann doch nicht mehr. Gleichzeitig darf die Box aber auch nicht zu klein sein, vor allem wenn du damit eine ganze Party beschallen willst oder Musik für größere Gruppen machen willst. Es geht also hier wie so oft darum, einen Kompromiss zu finden. Von einer Bluetooth-Box erwartet man ja, dass man diese auch im Park oder am Strand nutzen kann. Aber pass auf, denn die Boxen können nach unterschiedlichen Standards geschützt sein. Manche können beispielsweise kurzzeitig komplett unter Wasser getaucht werden, andere bieten nur einen Schutz gegen kleine Spritzer. Ein Staubschutz ist auch nicht verkehrt, wenn du deine Box auch an sandige Orte mitnehmen willst. Das heißt nicht, dass die Boxen ohne Schutzklasse sofort explodieren, wenn sie Wasser oder Staub abbekommen. Man muss halt nur mehr aufpassen, weil sie sonst den Geist aufgeben können und dann verlierst du auch noch deinen Garantieanspruch. Natürlich gibt es noch eine ganze Reihe an anderen Fehlern oder sagen wir Dingen, auf die man achten sollte. Von einer kleinen 40-Euro-Box darf man jetzt auch keinen allzu guten Sound erwarten. Aber worauf sollte man noch beim Kauf einer Bluetooth-Box achten? Beziehungsweise sind dir schon mal Fehler passiert, die du vorher nicht auf dem Schirm hattest? Schreib es uns gerne unten in die Kommentare. Ausführlichere Tests zu aktuellen Bluetooth-Boxen findest du hier auf unserem Kanal und auf unserer Website. So, das war's von mir. Ciao.